So, okay. Ich hab euch. Wunderschönen guten Morgen aus Phnom Penh. Mein Name ist John und ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe gestern meine WhatsApp-Nummer in einem Video mitgeteilt und ich musste während der Arbeit nachher mein Telefon komplett ausschalten. Die haben mir mein Telefon dicht geballert mit Anfragen. Und ich kann gar nicht alle einzeln beantworten. Und deswegen mache ich jetzt spontan ein Video. Und ihr unterstützt mich. Ich gebe euch Informationen über Voraussetzungen, Arbeiten im Ausland, alles was dazugehört. Und ihr unterstützt mich. Ihr abonniert meinen Kanal und ich muss meine Reichweite vergrößern. Also, los geht's. Dần dần mai đu, dần dần mai đu. Chiếc bèn mình toàn rực chân xịt lệ, chụp tin bóng cái môi sầu đầy. Sang xa sang đi ya mong bay. Habe ich mich gerade zu schnell bewegt. So, ihr Lieben, was sind die Voraussetzungen, um im Ausland am Telefon Geld zu verdienen? Na cool. Ihr müsst das alles ein bisschen vorbereiten. Ihr braucht ein Netzwerk. Ihr braucht ein Netzwerk und ein bisschen Kapital, wenn ihr auf Arbeit angewiesen seid, aber die Annehmlichkeiten des Lebens im Ausland genießen wollt, dann ist die Entscheidung grundsätzlich richtig. Davon träumt jeder. Die wenigsten haben den Mut dazu. Aber man muss sich vorbereiten. Ihr braucht ein Netzwerk. Ihr braucht ein bisschen Kapital. Und wenn ihr ins Ausland geht, dann müsst ihr Voraussetzungen schaffen. Und das ist das A und O für eine Tätigkeit am Telefon, für eine europäische Firma oder egal woher. Meine Kollegen sitzen weltweit verstreut. Von Türkei, Südamerika, Kambodscha, Kroatien. Und alle haben das Gleiche. Du musst 100% sicherstellen, dass du deine Arbeitszeiten wahrnehmen kannst. Das bedeutet Stromausfall. Du brauchst eine Alternative bei Stromausfall. Denn wenn du in einem Entwicklungsland oder in einem günstigen Land lebst, dann passiert sowas. Dann fällt der Funkturm aus. Viele von uns haben Stromgeneratoren und ein Kollege hat Starlink. Bei mir, ich muss im Moment noch ein klein wenig improvisieren und mein Arbeitgeber weiß Bescheid, der akzeptiert es auch. Ich muss warten, bis wir in Kambodscha freigeschaltet werden. Das soll 2025 dieses Jahr erfolgen. Dann hole ich mir definitiv Starlink und ich werde nicht mit einem Stromaggregat arbeiten, sondern manche von euch werden das kennen. Früher hieß das USV. Die USV kam an den Server und der Server hat die Daten gesichert in der Firma. Die USV hat Stromschwankungen ausgeglichen, also den Server beschützt. Und bei Stromausfall dann zusätzlich den Server am Laufen gehalten, die Sicherung, Datensicherung alle abgeschlossen, bevor die USV den Server runterfährt. Und so was gibt es heute, das gibt es mit Solar, mit 3000 Watt Speicherleistung kann ich mein Notebook, nachher Starlink, meinen zweiten Monitor,
äh, LED-Beleuchtung und alles zum Arbeiten für 5, 6 Stunden aufrechterhalten. Das reicht mir. 5, 6 Stunden muss das Ding meinen Betrieb am Laufen halten. Die Energiedichte heute bei denen ist wie beim Tesla-Auto, ist so extrem hoch und die kannst du an so eine normale Steckdose anschließen und dann bist du autark. Und das ist erstmal eine Voraussetzung, um kontinuierlich für die Firma arbeiten zu können. Ich möchte es auch nochmal so erwähnen, wenn ich beginne mit Arbeiten, logge ich mich ein. Wenn ich Pause mache, aktiviere ich die. Wenn ich meine Arbeit abgeschlossen habe, logge ich mich aus. Das bedeutet, ich arbeite nach Stundenlohn, ich bekomme die Stunden erfasst, bis auf den letzten Cent bezahlt und das überpünktlich. Also von der Seite her erstmal die Voraussetzung. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Welche Arbeiten gibt es denn am Telefon im Ausland? Das geben uns die Verbraucher vor. Die Verbraucher sind bequem. Und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ihr überlegt euch in Deutschland, ihr habt ein Haus und ihr überlegt euch, ein Carport daneben zu setzen. So, was kostet das Ding? Was kostet das Ding? Dann geht ihr erstmal ins Internet und googelt Informationen. Und wenn ihr die gefunden habt, dann versucht ihr irgendwo eine Firma in der Umgebung zu finden, die das umsetzen kann. Lasst euch ein Angebot machen. Ihr habt ja nun irgendwo Preise aus dem Internet schon, so ungefähr, was es kostet. Und jetzt kommt dazu, unsere Gesellschaft ist so schnelllebig. Die Menschen sind stellenweise so genervt, die müssen sich um so einen Haufen Scheiß kümmern und jeden Tag ist der Briefkasten voll mit irgendwelchen Mist und nebenbei geht man ja auch noch arbeiten, hat einen Arbeitsweg hin und zurück und irgendwo Zeitfenster, Freizeit, man hat ja gar keine richtige Zeit mehr, sein Leben zu genießen. Also, was machen die Leute? Ich bin im Bereich Solartechnik am Arbeiten. Solartechnik. Die Leute haben bei den Strompreisen heutzutage ein akutes Problem. Bei unserer Regierung weiß man auch nicht, ob sich das nochmal verdoppelt in der nächsten Zeit. Also, man hat keine Planungssicherheit und so weiter. Und viele Leute mit einem Eigenheim machen sich so ein bisschen autark. Die Wärmepumpe ist vielleicht nicht die beste Idee, aber es ist eine Alternative. Aber die Wärmepumpe frisst Strom ohne Ende. Die frisst fast genauso viel wie ein 3-4-Personen-Haushalt im normalen Stromverbrauch hat. Die Alternative dazu, die Leute überlegen, okay, unabhängig, ich muss meinen eigenen Strom erzeugen, meinen Eigenbedarf decken mit einer Solaranlage. So, und jetzt gehen die auf die Suche. Die gehen ins Internet, gucken hier, gucken da, bekommen aber nirgendwo ein richtiges, stichhaltiges Angebot. Dann kommt dazu, dass die Leute stellenweise gar nicht in der Lage sind, es gibt welche, aber das sind die wenigsten, das Ding komplett durchzuplanen, um erstmal den gesamten Eigenbedarf mittelfristig zu erfassen. Und jetzt komme ich mit meiner Arbeit. Es gibt Portale, da können die Leute sich anmelden, dass sie mit dem Gedanken spielen, eine Solaranlage zu investieren. Aber die brauchen Hilfe. Die bitten um ein kostenloses, unverbindliches Angebot. Und jetzt greift meine Firma als Vertragspartner. Die Kunden geben ein paar Informationen ein, aber leider nicht alles.
Und jetzt komme ich. Ich bin der erste Kontakt, nachdem ein Kunde sich gemeldet hat, der Hilfe braucht, der ein Angebot braucht und so weiter. Und mit dem gehe ich einen Fragenkatalog durch. Vom Stromverbrauch, akut, bis hin ist ein Elektroauto geplant. Ist eine Wärmepumpe geplant. Dann komme ich erstmal in Richtung einer Zahl, die den gesamten Jahresbedarf abdeckt. Und das ist vollkommen unterschiedlich. Das können 4000 kW sein, also 4000 Kilowatt Jahresbedarf, Kilowattstunden. Das können aber auch 12.000 sein. Oder mit 2 Elektroautos 14, 15, 16.000. Dann kommt dazu, jetzt musst du erstmal eine Firma finden. Es gibt Firmen, die machen kleine Anlagen. Es gibt Firmen, die machen große Anlagen auf Flachdächern. Es gibt Firmen, die machen kein Walmdach. Dann hast du wieder welche, die steigen bei 4.000 oder 6.000 kW aus. Kleinere Betriebe. Ich habe jetzt selbst gestern einen bearbeitet. Die Frau hat eine eigene Firma Solartechnik. Und die hat gesagt, ich kann das, das ist aber Eigentumswohnung, Hausverwaltung. Die sagt, ich selber mit meiner Firma, ich kann das gar nicht machen. Weil wir sprechen hier über 30.000 kW. Die hat meine Hilfe in Anspruch genommen. Um überhaupt erstmal mich ranzutasten, wie es aussehen könnte. Ich muss ja auch wissen, was für ein Dach ist da drauf, was für ein Belag ist da drauf. Und dann habe ich über unseren Computer die Möglichkeit, auch Firmen zu finden, die in der Lage sind, das umzusetzen. Und ebenso natürlich auch regional. Das bedeutet, der Kunde hat einen Wunsch, der hat einen Plan. Ich mache mit meinem Kunden Gespräch, diesen Plan, den er grob hat, ich mache den konkret in Zahlen fest und dann finde ich auf der anderen Seite Firmen, die regional unterwegs sind, die genau bei dieser Dachart in der Größenordnung in der Lage sind, eine Anlage zu installieren. Und das sind dann wieder Vertragspartner, wo ich dann, ich sag mal, zwischen 1 bis 4 finde, regional. Und der Kunde, der sagt dann, okay, er möchte das, er willigt ein. Und ich organisiere, dass diese Fachfirmen regional sich mit dem Kunden anschließend in Verbindung setzen, ihn beraten, Angebote machen. Aber damit habe ich dann nichts mehr zu tun. Ich bin eigentlich so, wie ich so schön sage, ich bin das Mäuschen vom Büro, der erste Kontakt. Und ich kümmere mich um den Kunden, nehme den an die Hand und ja. Und dies gibt es in vielen Bereichen. Es gibt es in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Ich erwähnte vorhin Solaranlage, Carport, neue Fenster, Fassaden streichen, 1000 Anwendungsmöglichkeiten, wo ein Kunde und Interessent keine Schnittstelle hat zu den Firmen, die ihm helfen könnten. Der würde so viel Zeit verplempern. So, und das sind Bereiche, die von uns Freelancern abgedeckt werden können. Man bevorzugt auch natürlich die Zusammenarbeit mit uns, weil wir sind selbstständig. Wir leben im Ausland. Wir leben viel günstiger. Ich sag mal einfach ein Beispiel. Für uns sind 10 Euro Mehrwert wie für euch 20. Weil ich im Ausland mit 10 Euro 3-mal so viel anfangen kann, wie ihr mit 20 Euro in Deutschland. Und das Gleiche Schweiz, Österreich, überall. Also in der Beziehung.
Nochmal zusammengefasst. Kapital, Netzwerk, Wohnsitz im Ausland, eine Absicherung für autarkes Arbeiten, also Stromversorgung, Internet etc. Und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und wenn ihr dann euer Netzwerk aktiviert, habt ihr die Voraussetzung geschaffen, von heute auf morgen zu arbeiten. Und das ist kein Spielkram, wo man mal so, machst ein bisschen hier, machst ein bisschen da, am Morgen mache ich bloß mal eine Stunde. Ich krieg Mitte des Monats meinen Dienstplan für den nächsten Monat. Und wenn da drin steht, von 12 bis 17 Uhr, dann logge ich mich ein, Punkt 12 Uhr, weil in dem Moment lockt sich ein anderer Kollege aus und ich übernehme. Disziplin, Pünktlichkeit wie in Deutschland. Ja, jetzt habe ich hier genug gelabert. Ich denke, ich konnte jetzt einigen helfen, weil mit allen, mit denen ich gestern noch nebenbei gesprochen habe und noch heute, die haben die Schnauze voll. Denen steht's hier. Die sehen keine Perspektive mehr. Die wollen so viele, der sich leisten kann, will weg. Und kann ich auch verstehen. Bloß irgendwo, von irgendwas muss man leben. Und an der Stelle wünsche ich euch allen bei eurer Planung, bei eurer Auswanderung viel, viel Glück. Benutzt euren Kopf. Man muss nicht reich sein, um auszuwandern. Das muss funktionieren. Das ist euer Kapital. Alles andere findet sich. Und ihr müsst Eier in der Hose haben. Ihr müsst über euren Schatten springen. Ihr klingt euch aus einem Sozialsystem raus. Ihr seid ab sofort für euch selber verantwortlich. Das interessiert keinen, ob ihr ein Problem habt oder nee. Ihr müsst euch in Zukunft komplett selber helfen. Und das ist auch der Punkt, warum die Familienbindung in Asien so extrem stark ist. Weil die Familie, einer ist auf den anderen angewiesen, einer für alle, alle für einen. Ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich kann ja diesbezüglich dann auch wieder das Thema aufgreifen und mache ein neues aktuelles Video. Ich kann auch akzentfrei sprechen, wenn ich mich richtig konzentriere, wenn ich ein Skript habe. Und dann hört ihr wahrscheinlich überhaupt keinen Dialekt mehr. Aber die Videos, die ich für euch mache, die knall ich aus dem Bauch raus. Dann konzentriere ich mich auf andere Sachen und dann haut mein Slang voll rein. Und meine Sprechpausen und tut mir leid für euch, aber ihr müsst damit leben. So, das soll es gewesen sein. Liebe Grüße aus dem sonnigen Kambodscha. Bin in Gedanken bei euch, ihr hoffentlich auch bei mir. Und an dieser Stelle, Friede sei mit euch, euer John. Bye bye.